Liebe Mercedes-Freunde, Feinde und Unentschlossene, ich werde in dieser Folge nach 30 Jahren die Ölwanne abschrauben. Bin selbst gespannt, was ich da drin finde. Als Vorbereitung habe ich dafür gesorgt, dass der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat. Im ersten Schritt werde ich die Ölablassschraube öffnen und das Öl ablassen. Schlüsselweite 13. Jetzt noch kurz warten, bis der Rest abgelaufen ist und dann haben wir das ganze Öl draußen. Jetzt tropft es nur noch ganz wenig, das heißt, dass das meiste Öl schon draußen ist. Jetzt kommt wieder die Ölablassschraube rein, damit bei der Demontage der Ölwanne keine Sauerei entsteht. Wenn das alles erledigt ist, ist man an der Stelle angekommen, wo man die Schrauben der Ölwanne lösen kann. Da muss noch der Stecker abgezogen werden. Zum Lösen der Schrauben benutze ich eine Nuss, Schlüsselweite 10 mm. Und das ist die vorläufige Ausbeute. 25 Stück kurz, Schlüsselweite 10, 5 Stück in der Überlänge, ebenfalls Schlüsselweite 10, und dann habe ich hier noch Imbusschrauben, mit denen die Ölleitung vom Automatikgetriebe befestigt wurde. Jetzt geht es weiter in dem hinteren Bereich. An der Stelle haben wir 4 Schrauben, Schlüsselweite 13, 1, 2, 3, 4. Im weiteren Schritt sind die 3 Schrauben dran. 1, 2, 3, Schlüsselweite 17. Zum Schluss noch die Imbusschraube lösen und den Stecker abziehen. Und jetzt werde ich versuchen, die Ölwanne abzunehmen. Als Hilfe benutze ich den Kunststoffhammer. So, die Ölwanne ist jetzt lose. Um sie rauszunehmen, muss ich aber noch die beiden Motorlager lösen und den Motor anheben. Und jetzt müsste das funktionieren. Die Ölwanne rauszubekommen war viel schwerer, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe richtig schwer gekämpft. Um sie rauszubekommen, musste ich die beiden Motorlager lösen, das Getriebelager, den Lenkstabilisator, die Spurstangen und den Auspuff. Der Abbau war notwendig, um die maximale Höhe beim Anheben zu erreichen. Normalerweise ist es ausreichend, dass man die beiden Auspuffrohre von den Krümmern trennt. In meinem Fall sitzen sie so fest, dass ich gezwungen war, die beiden Krümmer abzubauen. Es ist deshalb so schwierig, die Ölwanne abzubauen, weil der Querträger einfach direkt unter der Ölwanne sitzt und den Abbau deutlich erschwert. Zusätzlich sorgt noch der lange Hals der Ölpumpe für weitere Schwierigkeiten beim Abbau. Bei dem Aufwand ist es eine Aktion, die man auf jeden Fall nicht freiwillig macht. Ich habe mich nur deshalb dafür entschieden, weil die Ölwanne schon leicht geschwitzt hat. Die Dichtung war einfach beschädigt.
Und das findet man nach 30 Jahren in der Ölwanne. Das hält sich also in Grenzen. Das sind nur Ölreste, ein bisschen Schlamm. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir ein viel schlimmeres Bild vorgestellt. Jetzt werde ich die Ölwanne reinigen, die alte Dichtung entfernen und anschließend die neue Dichtung verbauen. Und so sieht die Ölwanne nach der Reinigung aus. Ich habe sie mit einem Motorkaltreiniger gereinigt und mit Bremsenreiniger. Anschließend habe ich die Dichtung entfernt, die Dichtfläche gereinigt und mit Schleifpapier behandelt. Die neue Dichtung habe ich mit Hilfe von Montagefett richtig positioniert und somit ist die Ölwanne jetzt einbaufertig. Jetzt haben wir die gereinigte Ölwanne in der Einbauposition. Das war auch nicht gerade einfach, sie da reinzubekommen. Ich werde sie jetzt in der Mitte mit 2 Schrauben befestigen und anschließend kommen die restlichen Schrauben. Das Schwierigste ist geschafft. Die Ölwanne wurde mit 2 Schrauben fixiert und befindet sich in der richtigen Position. Und so sieht es aus, wenn die Verschraubung beendet ist und wenn alle Schrauben drin sind. Jetzt werde ich nur noch die alte Ölablassschraube entfernen und eine neue Schraube mit einem neuen Kupferring einbauen. Jetzt habe ich die neue Schraube drin und gehe eine Etage höher. Hier werde ich den Ölfilter austauschen, der sich da hinten befindet, und anschließend den Motor mit frischem Öl befüllen. Und somit ist die Aktion beendet. Und dabei entstand ein positiver Nebeneffekt. Der Motor hat neues Öl bekommen, neuen Filter. Jetzt kann ich nach Hause gehen und freue mich auf die nächste Aktion. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.